Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Ja, Sie dürfen die Braut jetzt küssen. Ach so. Aber zu dem Zeitpunkt, als Sie Herrn von Anstetten glauben machen wollten, dass seine Frau zu dem Termin erscheint, da dachten Sie doch, dass Frau von Anstetten tot ist. Jedenfalls hat uns das Herr Brandner gerade erzählt. Außerdem hat er uns erzählt, dass Sie das Geld für Ihre Flucht ins Ausland verwenden wollten. Hör mal zu, Chef. Ich halte mich an meine Abmachung und das Gleiche erwarte ich auch von dir. Mit anderen Worten, ich arbeite jetzt für dich und du zahlst mir die vereinbarte Kohle. Plus Gewinnbeteiligung. Ah, so geht's. Hey, gewusst wie. Patrick? Entschuldige. Macht ja nichts. Was gibt's denn? Carsten hat zu viel gesoffen. Er ist schon fast im Koma. Na, großartig. Carsten. Carsten, hörst du mich? Vergiss es, der ist total dicht. Okay, dann bring ich ihn nach Hause. Was hat er denn? Er ist stockbesoffen. Oh je. Ich muss ihn nach Hause bringen. Wie jetzt? Muss dringend seinen Rausch ausschlafen. Am besten bei mir, sonst passiert noch was. Ach Quatsch, der kommt doch sicherlich gleich wieder zu sich. Mit dem, was der gebechert hat? Ich muss ein Taxi rufen. Quatsch, du nimmst natürlich mein Auto. Kathi, das können wir nicht machen. Das ist dein Geburtstagsgeschenk. Jetzt nimm es bitte. Na gut, wenn du meinst. Aber pass bitte auf, dass da nicht alles vollkommt. Das Hat er schon hinter sich. Ja, vielen Dank. Kein Problem. Kommst du gleich nochmal wieder? Nee, ich glaube nicht. Ich passe besser auf ihn auf. Tja, dann sehen wir uns morgen. Schön, dass du da warst. Danke dir für die Einladung. Bis dann. Tschüss. So nachdenklich. Tanja, wo kommst du denn her? Direkt vom Flughafen. Ich war geschäftlich in Hamburg. Ich dachte, wir beide begrüßen zusammen das neue Jahr. Das ist eine nette Idee, aber es geht mir nicht besonders. Ich habe auch höllische Kopfschmerzen. Ich weiß auch weshalb. Wegen Clarissa, stimmt's? Ich kann einfach nicht feiern, während sie irgendwo da draußen noch immer Todesängste aussteht. Ich bin sicher, die Entführer behandeln sie gut. Woher willst du das wissen? Warum sollten sie sie denn schlecht behandeln? Charlie macht dir nicht so viel Gedanken. Außerdem ist heute Silvester, da darf man doch mal fröhlich sein. Morgen wahrscheinlich wieder die Polizei auf der Matte steht. Ich kann das nicht. Die Polizei? Mitkommen! Was ist denn? Wieso? Weil das Leben manchmal so schön sein kann. Kann es sein, dass deine gute Laune was mit Patrick zu tun hat? Hat er dich vielleicht geküsst? Fast. Und er hat mich in seinen Arm genommen, ich wäre fast in Ohnmacht gefallen. Ja, wieso habt ihr denn nicht weitergemacht? Weil Heino dazwischen gekommen ist. Ach, der ist ja so süß. Wer? Heino? Ach, Jackie. Sag mal, wo ist Patrick denn jetzt? Weiß nicht, er müsste jetzt irgendwo auf der Landstraße sein. Naja, einer seiner Neandertaler hat sich so derbe besoffen, dass Patrick ihn gleich nach Hause fahren musste. Und du hast ihn nicht aufgehalten? Nein, ich habe mir sogar mein Auto geliehen. Also Curti, manchmal bist du wirklich komisch. Ja, was sollte ich denn machen? Ja, was weiß ich, irgendwas. Dem Besoffenen ein Taxi bestellen, in den Busch zerren. Naja, ist auch jetzt egal. Ich sehe ihn ja noch oft genug. Jetzt wird erstmal gefeiert. Wo ist der Champagner? Arno hat die Polizei eingeschaltet, ohne dich vorher zu informieren. Nett, nicht wahr? Und für diesen Kramer bin ich natürlich die Hauptverdächtige. Ich habe vor Christoph alles geheim gehalten. Und die gefälschte Einverständniserklärung macht mich auch nicht glaubwürdiger.
Ja, was wirft er dir denn vor? Dass du hinter der Entführung steckst? Sieht ganz so aus. Und wie beweise ich ihm das Gegenteil? Solange die Entführer sich nicht melden, bin ich in einer verzwickten Situation. Stimmt. Ja, und wenn sie sich melden, wie willst du dann beweisen, dass sie angerufen haben? Das ist nicht das Problem. Die wollen eine Fangschaltung legen und ein Tonband installieren. Naja, dann brauchst du dir doch keine Gedanken zu machen. Ich bin sicher, sie melden sich noch mal. Immerhin wollen sie Clarissas Geld. Ja, das sage ich mir ja auch immer wieder. Ach, lass uns jetzt wirklich anstoßen. Trotz allem. Ein gutes neues Jahr. Tanja. Ja, dir auch. Du, ich muss los. Ja, aber du bist doch gerade erst gekommen. Das ist Silvester, Neujahr. Ja, ich weiß, aber ich bin auf einmal ziemlich müde. Die Reise wird mich geschafft haben. Also, alles Liebe. Ciao. Auf uns. Gutes Neues! Ja, danke. Und was sind deine Pläne für nächstes Jahr? Also, erstmal den Führerschein und das schnell und billig wie möglich. Ja, und dann möchte ich natürlich die Weltreise auch noch machen. Ja klar, dann auf einen schnellen und preiswerten Führerschein. Und auf die Weltreise. Ja, und was sind deine Vorsätze? Ich habe einen. Und zwar werde ich jede freie Sekunde mit Cleo verbringen. Und ich werde mich nie wieder bei euch beiden einmischen. Sehr, sehr guter Vorsatz. Frank, und? Hast du dir auch was vorgenommen? Ja, ich versuche irgendwie den Kiosk hochzubringen und dann eventuell ein paar Filialen in allen Kölner Schulen und dann eine Fastfood-Kette, also nichts Besonderes. Das war ernst gemeint. Clarissas Versteck ist wirklich sicher. Absolut sicher. Du bist mir dafür verantwortlich, klar? Clarissa kommt da nicht raus. Jedenfalls nicht lebendig. Hör zu. Arno hat die Polizei eingeschaltet. Was? Ja, reg dich ab. Aber Sie hatten doch gesagt, keine Polizei. Ich weiß, was ich gesagt habe. Und jetzt? Ich meine, Sie hatten gedroht, Clarissa umzubringen, wenn die Polizei eingeschaltet wird. Das können wir jetzt nicht machen. Ich könnte ihr ein Ohr abschneiden. Du lässt schön die Finger von ihr. Aber irgendetwas müssen wir doch machen. Ja, hör zu. Die Polizei denkt, Charlie steckt hinter der Entführung. Aber wenn sie in Untersuchungshaft landet, kann sie mir nicht mehr Linie Clarisse verkaufen. Ja. Und? Naja, wir müssen die Polizei von Charlie weglocken. Und ich sag dir jetzt auch wie. Stammkunde hin oder her, Sie müssen bezahlen. Man wird doch wohl noch mal anschreiben lassen dürfen. Da könnte ja jeder kommen. Raman, kommst du mal? Ich bin gleich wieder da. Schön sitzen bleiben, okay? Was ist denn los? Der Typ will einfach nicht bezahlen. Soll ich die Bullen rufen? Nein, das ist ein alter Freund von Fiona. Das ist okay. Ja, und? Lass ihn anschreiben. Und wann hat er zuletzt bezahlt? Nein, diesen Jahr noch nicht. Und im letzten auch nicht. Es ist ein alter Spätzle von Fiona, also ist es okay. Dann können wir die Rechnung ja gleich zu Fiona schicken. Guck dir das doch mal an hier, alles offen. Das sind zusammen mindestens 800 Mark. Ich will mich darum kümmern, okay? Bitte zahlen. Ja, sehr gerne. Das waren 3 Alt, ein Magenbitter, eine Flasche Sekt zusammen 81 Mark 50. 90. Oh, 500. Haben Sie es vielleicht ein bisschen kleiner? Moment. Cleo, kannst du einen 500er wechseln? Lass mal, ich mach schon. Mist. Was ist jetzt? Oh nein. Ich habe mein Portemonnaie im Kiosk liegen lassen. Und die Kasse auch mit den ganzen Einnahmen. Da. Danke. Ich muss das sofort holen. Jetzt? Hast du mal auf die Uhr geguckt? Ja, aber ich kann das Geld doch nicht im Kiosk liegen lassen. Ach Quatsch, da liegt's doch genauso gut wie auf der Bank. Da kommt doch jetzt eh keiner hin. Komm, wir trinken noch ein Bier. 1,
Ja gut, aber morgen hole ich es gleich nach dem Frühstück. Und 2. Na, wie fandest du denn die gestrige Feier? Super. Oh, Entschuldigung. Und die Jungs aus dieser Gruppe? Ach, die waren eigentlich ganz friedlich. Bis auf einen. Naja, der war so betrunken, der konnte schon nicht mehr stehen, aber Silvester kann das schon mal vorkommen. klar. Und meine Geschenke waren natürlich auch super. Meine Jacke, das Kleid, das Collier und dann noch das Auto. Vielen Dank nochmal. Bedank dich bei deiner Mutter. Ich hatte nur beratende Funktion. Bis auf das Collier, das war von mir. Ja, ist heute Morgen für dich abgegeben worden. Danke. Ein verspäteter Geburtstagsgruß. Vielen Dank für den schönen Abend und das Auto, Patrick. Der Autoschlüssel? Scheint ein zuverlässiger junger Mann zu sein. Und ein Frühaufsteher. Meinetwegen hätte er auch ruhig später kommen können und nicht, wenn ich noch schlafe. Naja, kann ich verstehen. Kathi, denkst du bitte morgen Abend an die Einladung bei Kämmerers? Was? Du wolltest doch mitkommen. Ach so, ja, das Gänseessen. Ja, es bleibt doch dabei. Ja, ja. Obwohl, nee, morgen Abend habe ich schon was vor. So? Also, wie konnte ich das nur vergessen? Wissen Sie, ich habe erst ziemlich spät von der Sache erfahren. Ich war in Indien, als es passierte. Ach, mit Ihrem zweiten Mann, Rajan Rai. Stimmt, Sie kannten ihn ja. Entschuldigen Sie, aber woran ist er eigentlich gestorben? Er hatte einen Autounfall. Tut mir leid. Frau von Anstetten, warum haben Sie die Entführung nicht unverzüglich der Polizei gemeldet? Ich hätte Frau Schneider damit in eine äußerst delikate Lage gebracht. Sie dachte damals noch, dass sie Clarissa erschossen hätte. Zum Glück hat sich das ja als falsch erwiesen. Noch nicht. Wir haben noch kein Lebenszeichen von Ihrer Freundin. Außerdem ist nicht auszuschließen, dass Frau Schneider selbst mit der Entführung etwas zu tun hat. Wenn es denn überhaupt eine Entführung gibt. Sie meinen, sie hätte sich das alles nur ausgedacht? Das ist absurd. Genauso wie sie zu verdächtigen. Charlie wäre dazu nicht fähig. Außerdem hat sie auch kein Motiv. Das sehe ich nicht so. Aber wie dem auch sei, das war's schon für heute. Bitte halten Sie sich weiter zu unserer Verfügung. Ich werde die Stadt nicht verlassen. Ja, auf Wiedersehen und viel Erfolg. Danke. Will dich haben. Dafür werde ich sorgen. Hallo? Ich bin's. Es kann losgehen. Was ist los? Ist irgendwas passiert? Ich bin ein Vollidiot. Gibt's irgendeinen besonderen Grund für diese Einsicht? Die Kasse ist nicht mehr da. Und Portemonnaie auch nicht. Wie bitte? Ja, bist du taub? Das ganze Geld ist weggeklaut. Scheiße. Wie viel? Die gesamten Einnahmen der letzten Woche. Mindestens 1000 Mark Cash. So viel? Ja, und du hast das Geld einfach im Kiosk gelassen? Die Tür war auch auf. Ist nicht wahr. Doch. Der Typ musste nur die Tür aufmachen und zugreifen. Das Ganze hat sicherlich nicht länger gedauert als 5 Sekunden. Gott, bist du doof. Ja, weil ich auf euch gehört habe. Cleo und du. Ihr habt mir noch dazu geraten, das ganze Geld über Nacht hier zu lassen. Ja, aber doch nicht so viel. Und das bei offener Tür. Nee, also das kannst du uns nicht in die Schuhe schieben. Hallo. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Und alles Gute zum neuen Jahr. Danke, das wünsche ich dir auch. Wie war dein Fest? Ah, super klasse. Schade, dass du nicht kommen konntest. Tja, ich gehöre leider zu den bedauernswerten Menschen, die Silvester arbeiten müssen. Aber trotzdem lustiger Abend. Wir haben guten Umsatz gemacht. Wo ist dein Kaffee? Nee, ist Patrick da? Keine Ahnung. Guck doch einfach mal hoch. Nee, ich habe keine Zeit. Kannst du ihm das hier vielleicht von mir geben? Klar. Aber nicht vergessen. Ich denk dran. Gut, ich gehe dann jetzt. Okay. Danke. Tschüss. Tschüss.
Die Fangschaltung ermöglicht uns, das Gespräch zurückzuverfolgen und zu lokalisieren. Und gleichzeitig installiert mein Kollege ein Mikrofon, damit wir das Gespräch aufzeichnen können. Frau Schneider, für uns ist es sehr wichtig, dass Sie die Entführer so lange wie möglich in der Leitung halten. Ja, ich weiß. Ich habe schon mal einen Krimi geguckt. Und Sie müssen versuchen, ein Lebenszeichen von Ihrer Freundin zu bekommen. Ideal wäre, Sie würden sie selbst ans Telefon kriegen. Und wenn nicht? Dann haben Sie ein kleines Problem. Denn dann müssen wir davon ausgehen, dass Ihre Freundin nicht mehr am Leben ist. Ach, und das wollen Sie dann mir anhängen? Es wäre doch denkbar, dass Sie Clarissa von Anstetten aus irgendeinem Grunde getötet haben. Und um Ihr Verschwinden zu erklären, tischen Sie uns diese Entführungsgeschichte auf. Aber sie ist entführt worden. Das müssen Sie uns erst noch beweisen. Herein. Die Post ist da. Heute? Am Neujahrstag? Sie wurde persönlich überbracht. Dank dir. Viel Spaß beim Lesen. Und? Seid ihr in die Schule reingekommen? Ja, wir waren leider nicht die Einzigen. Franks Kasse und sein Portemonnaie sind geklaut worden. Wie bitte? Die ganzen Einnahmen der letzten Woche. Mist. Er erstattet gerade Anzeige gegen Unbekannt. Das bringt natürlich nichts. Wer weiß. Vielleicht hat der Dieb ja irgendwelche Spuren hinterlassen, als er die Tür aufgebrochen hat. Das war ja gar nicht nötig. Frank hat die Türe freundlicherweise offen gelassen. Hätte nur noch gefehlt, dass ein Schild raushängt. Bargeld, heute Selbstbedienung, greifen Sie zu. Der Ärmste. Was soll ich denn sagen? Mein Anteil ist ja auch weg. Ach ja, stimmt. Naja, was soll's. Hat den Frank schon irgendeinen Verdacht? Ich meine, wer kommt denn auf die Idee, in einen Schulkiosk einzubrechen? Ich schätze, irgendein Schüler. Aber woher sollte der denn wissen, dass da so viel Geld rumliegt? Oder glaubst du, der wollte Gummibärchen und Milchtüten klauen? Vielleicht hat derjenige ja gewusst, dass das Geld da war. Es hätte ja einer der Gäste hier aus der Kneipe sein können. Na, Frank hat doch gestern hier laut rumposaunt, dass er sein Geld dort liegen gelassen hat. Das konnten mindestens 10 Leute hören. Also jetzt, wo du sagst. Der Gast von gestern Abend, der normalerweise mal anschreiben lässt, der war heute Morgen hier und hat alle seine offenen Rechnungen bezahlt. Tanja! Ach, das ist schön, dass du kommst. Haben Sie sich schon gemeldet? Noch nicht. Tag, Frau von Anstetten. Hallo, haben Sie alles vorbereitet? Ja. Jetzt müssen die Entführer nur noch anrufen. Wenn sie denn anrufen. Da gehen Sie dran. Und denken Sie dran, ziehen Sie das Gespräch in die Länge. Schneider? 10 Millionen? So eine Summe muss man erst mal beschaffen. Natürlich kriegen Sie das Geld, aber ich brauche noch etwas Zeit. Ja, außerdem verlange ich ein Lebenszeichen von Clarissa. Ja. Hören Sie mal, Sie verlangen 10 Millionen. Dann möchte ich einfach wissen, ob Clarissa noch lebt. Warum? Holen Sie sie einfach ans Telefon. Bitte, ich muss unbedingt mit Clarissa sprechen. Hallo? Aufgelegt. Macht nichts. Vielleicht hat's uns schon gereicht. Du bist toll. Kramer hier. Und? Großartig. Danke. Ende. Wir haben Glück gehabt. Die Erpresser haben nicht von einer Telefonzelle aus angerufen. Das bringt uns ein ganzes Stück weiter. Ich melde mich, sobald ich was Neues weiß. Viel Erfolg. Ach, Charlie. Und? Ja, was sagen die Bullen? Sieht schlecht aus. Solche Einbrüche werden fast nie aufgeklärt. Aber sie schicken doch die Spurensicherung wieder. Ja, klar. Aber das wird auch nichts bringen. Na ja, macht nichts. Wir haben sowieso eine andere Idee. Wir haben nämlich schon einen ganz konkreten Verdacht.
Kannst du dich an den Typen von gestern Abend erinnern, der dich zahlen wollte? Oh ja, der Film. Der Film. Ja, der war ganz, ganz toll. Ist der nicht gut? Ach so, den Film meinst du? Das ist der Typ, Welcher Typ? von dem ich gerade gesprochen habe. Der, den kenne ich doch. Das ist doch der nie bezahlt. Eben. Komme sofort! Heute Morgen hat er alle offenen Rechnungen beglichen. Und deswegen soll er der Dieb sein? Ja, natürlich. Der hat doch gestern Abend voll mitbekommen, dass du deine Kohle im Kiosk vergessen hast. Den kaufe ich mir. Nein, Moment. Wir können ihm nichts beweisen und er wird alles abstreiten. Na toll, und jetzt? Ich habe da einen Plan. Was darf's denn sein? Ein Bier. Kommt sofort. Sag mal, Frank, wann kriege ich eigentlich meinen DAT-Rekorder zurück? Oh, den habe ich in der Schule liegen lassen. Ey, sag mal, hast du sie nicht mehr alle? Das Ding ist über 1000 Mark wert und total neu. Bitteschön. Danke. Mach dir nicht ins Hemd, Alter. Das Ding liegt im Kiosk. Da kommt kein Schwein rein. Okay, aber morgen bringst du ihn dann mit, ja? Okay. Herein. Hi. Ich dachte schon, du kommst gar nicht mehr. Tut mir leid. Ich konnte nicht früher. Ja, macht ja nichts, jetzt bist du ja da. Wollen wir erstmal ein Aperitif trinken? Kathi, entschuldige. Aber ich kann deine Einladung nicht annehmen. Wieso? Du bist doch jetzt hier. Ja, aber nur um etwas klarzustellen. Du hast da wohl was missverstanden. Ja, aber gestern Abend, ich dachte... Das hast du falsch... Ja, falsch interpretiert. Das war von mir nicht so gemeint. Kathi, ich hab dich wirklich sehr gerne. Aber nicht so, wie du dir das vielleicht erhofft hast. Tut mir leid. Den Weltcup- und Tourneeführenden Peterka sein 26. Platz von heute Abend. Unglaublich. Kannst du das? Ja, klar. Ach, na, nur um diese Zeit. Guten Abend, Herr Brandner. Sie? Wissen Sie, wie spät es ist? Tut mir leid, aber es ist sehr dringend. Kommen Sie. Also? Die Entführer haben sich heute Nachmittag bei Frau Schneider gemeldet. Und es ist uns gelungen, den Anruf zurückzuverfolgen. Endlich mal ein Erfolg. Wo kam der Anruf her? Von Brandnerbau, aus Ihrem Büro.